Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal Was tun, Herr Ingenieur. Heute geht es um Push-Service. Und zwar hat mich ein User angeschrieben, er wird es doch gerne mal erklärt haben, wie das genau läuft. Er hat ein paar Probleme, bei ihm gehen die E-Mails nicht raus. Er kann es zwar alles einstellen, aber es funktioniert nicht richtig. Das mache ich doch gerne, ist auch ein kurzes Video und ist schnell erklärt. Als allererstes müsst ihr bei System Push-Services unter Absender erstmal eine gültige E-Mail-Adresse eintragen, auf die ihr Zugriff habt, für die ihr das Passwort habt und die auch E-Mails rausschicken kann über SMTP. Und zwar habe ich die mal rausgesucht, wie die sind für Google, Microsoft, Yahoo, für Apple Mail und für GMX. Gibt noch mehr Anbieter, aber das sind die, ich sag mal, die gängigsten, ja. Das heißt, diese Serveradressen, und zwar die ausgeschriebene Adresse, nicht die IP. So, als allererstes muss man mal die Adresse vom Server eintragen. Und zwar geht das hier, wenn ihr auf Zugangsdaten weitere Einstellungen klickt. Und da müsst ihr erstmal euren Benutzernamen eingeben und den SMTP-Server. Die Server unterstützen eigentlich alle SSL-Verschlüsselungen und der Port für die SSL-Verschlüsselung ist dann ein anderer als der normale. Ich habe euch mal hier eine kleine Liste zusammengestellt. Ihr könnt ja kurz das Video anhalten und gucken. Das sind also wie gesagt die wichtigsten und welche Ports dahinter, je nachdem ob das SSL verschlüsselt ist oder statt TLS. Gibt die zwei Verfahren, aber für SSL brauchen wir den Port. Die Serveradresse ist aber dann jeweils immer dieselbe, egal welcher Port genommen wird. Okay, also das haben wir dann glücklich gemacht. Dann gibt es den Usernamen. Das ist quasi das, was ihr bei eurem Online-Portal von Yahoo eingeben würdet. Und dann die E-Mail-Adresse, also eure gesamte E-Mail-Adresse und das passende Kennwort dazu. So, hier unten kann man noch eine E-Mail-Adresse eingeben, die dann eingetragen wird für die Versendung, also an wen das quasi geht. Das ist bei mir dieselbe, ich schicke das quasi an mich selber. Aber man kann da natürlich auch eine andere E-Mail-Adresse eingeben. Aber diese Zugangsdaten, das ist quasi der Server, von dem das abgeschickt wird. Und das ist die Empfängermail. Okay, und dann gehen wir jetzt zu den Push-Services. Da zeige ich euch dann, wie das genau eingestellt wird und was man da alles machen kann. So, hier sind wir bei den Push-Services. Ich habe halt einfach nur auf den anderen Reiter geklickt und hier kann man die erstmal insgesamt ein- oder ausschalten. Macht natürlich keinen Sinn, die auszuschalten, da braucht man auch keine E-Mail-Adresse hinterlegen. Und dann gibt es hier wieder 3 Knöpfe, einmal allgemein, Telefonie und Smart Home. Für die einzelnen Kategorien gibt es da verschiedene E-Mails, die man da generieren kann. Ich rede jetzt erstmal über die allgemeinen. Da habe ich hier mal meine E-Mail-Adresse ausgegraut, also das seht ihr hier nicht. Da steht aber nur die entsprechende E-Mail, wo das hingeht. Und hier drüben ist ein Button, wo man das dann editieren kann. Bei dem Push-Service ist eigentlich das Wichtigste hier gleich der erste Punkt, die Fritzbox Info-Mail, weil die nämlich sehr aufwendig ist. So, hier seht ihr mal, was man da alles einstellen kann. Also einmal geht es darum, dass der E-Mail-Versand über diese E-Mail insgesamt aktiviert wird. Das ist ja klar, das ist so ähnlich, wie wenn man den Häkchen hier rausnimmt, dann ist das auch insgesamt aus. Und dann kann man hier auswählen, was man da alles in dieser E-Mail drin hat, wenn man sie sich senden lässt. Also einmal die Heimnetzübersicht, da werden dann alle Geräte, die aktuell in der Heimnetzübersicht zu sehen sind, aufgelistet. Die Anrufliste, das ist sogar insofern schön, da kriegt man auch gleich eine Excel-Datei generiert, wo die einzelnen Anrufe nochmal aufgelistet sind. Dann die Statistik über die Kindersicherung und wann das geöffnet wurde, benutzt wurde und so weiter über Online-Zeit nochmal. Und Details über den Internetanschluss, also nochmal welche Ports und so weiter. Und das gesamte Ereignisprotokoll, also alles, was hier unter Systemereignisse ist, kriegt man da auch nochmal geschickt. Das ist insofern sinnvoll, weil wenn die Box zum Beispiel abstürzt oder aus irgendwelchen Gründen nicht mehr erreichbar ist, dann kommt man ja an dieses Ereignisprotokoll nicht mehr ran. Aber die E-Mail hat man wahrscheinlich noch und kann nachgucken, was die letzten Meldungen sind und wahrscheinlich auch, warum es schiefgegangen ist. Und das Ganze kann man sich jetzt entweder täglich, wöchentlich oder monatlich schicken lassen. Ich lasse mir das wöchentlich schicken, das reicht mir. Ich habe es auch mal eine Weile täglich mir schicken lassen. Das reduziert natürlich dann den Aufwand an Dingen, die man da durchgucken muss. Täglich sind es halt nicht so viele Anrufe. Wenn man halt Probleme mit dem Telefon hat, ist es manchmal ganz sinnvoll, da nicht so lange Daten auflaufen zu lassen, dann sieht man das hier besser. Und hier kann man nochmal einstellen, dass man hier eine Testmail
schickt, sobald man hier auf Übernehmen klickt. Der nächste Punkt ist WLAN-Gastzugang. Dabei kriegt man nochmal eine Extra-Mail nur für die im WLAN-Gastzugang angemeldeten Leute. Und da ist es auch eine tägliche Zusendung. Steht ja auch hier. Dann gibt es eine E-Mail bei neuem FritzOS. Also sobald ein neues FritzOS erkannt wird, kriegt man auch eine Mail. Das habe ich zum Beispiel aktiviert, weil ich nicht die automatische Installation haben will. Ich will immer wissen, wann da was Neues ist. Und ich lasse das nicht mittendrin installieren, sondern ich möchte das geordnet installieren. Das heißt, ich weiß, ich habe ein Backup gemacht, ich habe die nötigen Daten gesichert. Und es ist ein Zeitpunkt, wo ich jetzt nicht unbedingt aufs Internet angewiesen bin. Es kann ja sein, dass das Update schief geht. Und wenn ich weiß, ich brauche in der nächsten Stunde das Netz unbedingt, dann werde ich da nicht unbedingt jetzt ein Update machen. Als nächstes Kennwort vergessen, das ist bei mir nicht aktiviert, weil ich das eigentlich nicht für sinnvoll halte für mich. Wenn ich das Kennwort vergessen würde, dann würde ich die Box komplett platt machen und neu einspielen und mein Backup zurückspielen. Ich brauche also niemanden, der hier Kennwörter durch die Gegend schickt. Und ich will auch gar nicht, dass diese Option besteht. Ich bin da auch immer so ein bisschen, paranoid, was sowas angeht. Also wenn man das nämlich verschicken kann, dann ist es ja theoretisch möglich, dass man da reingehackt wird und dann wird das Kennwort doch verschickt. Also wenn sich da einer doch bei mir auf die Internetseite oder auf die Login-Seite meiner Box verirren würde, wie auch immer er das hinkriegt, dann könnte er sich ja auch noch ein Kennwort schicken lassen. Gut, wie gesagt, das würde dann an meine E-Mail gehen, aber doppelt hält besser. Ich lasse mir das einfach gar nicht schicken. Diese Option ist auch ausgegraut. So, als nächstes hier noch die Einstellung sicher. Das ist eine sehr schöne Funktion. Da wird automatisch, wenn man das aktiviert, kriegt man erstmal die gesamte Sicherungsdatei der Fritzbox geschickt und das verschlüsselt. Man kann hier ein Passwort hinterlegen, wenn man sich das hier, dann ist hier möglich, hier ein Passwort zu hinterlegen. Und mit dem wird dann die Datei verschlüsselt, die dann in der E-Mail als Anhang drin ist. Eigentlich eine coole Sache. Auf die Weise kann man sich dieses Backuppen quasi sparen. Immer wenn es nötig ist, kriegt man also erstmal die gesamte Sicherungsdatei geschickt und dann erst wird das gemacht. Also beim Zurücksetzen oder beim Updaten wird vorher so eine Datei generiert und dann hat man die Sicherung auf jeden Fall auf dem letzten Stand schon mal in den E-Mails. Finde ich eine gute Lösung. Dann Änderungsnotiz, das ist eigentlich nur für Leute, die nicht nur selber an der Box arbeiten, sondern wo mehrere Leute da Zugang haben. Das kann ja sein, in irgendeiner Office-Umgebung oder so, dass da mehrere mal was ändern. Und dann gibt es hier eine E-Mail. Man kann ja auch eine Sammel-E-Mail dahinter legen, sodass dann allen, die das interessiert oder die da verantwortlich sind, das mitgeteilt wird, hier wurde Folgendes geändert in den Einstellungen der Box. Ist auch so ein kleines Sicherheitsfeature. Sollte sich doch bei mir einer reinhacken und da was versuchen, würde ich natürlich erstmal gleich eine Mail kriegen, dass irgendwas geändert wurde. Und die aktuelle IP-Adresse, das ist mehr für diejenigen, die nicht so eine dauerhafte Verbindung bei der Box haben, sondern immer wieder neu angemeldet werden, aber die IP-Adresse der Box brauchen. Die haben das dann gleich in ihren E-Mails. Also da kann man direkt die IP-Adresse sowohl für IPv4 als auch für IPv6 kriegt man die geschickt und hat die dann gleich hinterlegt. Bei mir ist das nicht so wichtig, weil meine Box eigentlich 24/7 online ist und relativ selten nur offline geht und dann auch nur eine neue IP-Adresse vom Provider bekommt. Aber ab und zu wechsle ich das mal oder es gibt einen Grund, die neu zu starten und dann hat man da gleich mal die Meldung, alles ist okay und ich habe eine neue IP-Adresse bekommen. Ist auch so ein kleiner Hinweis, wie lange die Box schon verbunden ist, wenn man sich die E-Mail anguckt, wann das zum Schluss gewesen ist. Ich hatte mal den Fall, da gab es hier Arbeiten an dem Netz, da wurde da dauernd neu verbunden. Da habe ich auf einmal ganz viele E-Mails bekommen und dann war mir schon klar, irgendwas ist mit der Verbindung nicht in Ordnung, weil die connectet sich dauernd neu. Soweit, so gut. Ich glaube, das war es jetzt erstmal für den Push-Service. Ich will das Video auch nicht zu lange machen, sonst gibt es wieder Beschwerden, dass die Leute sagen, das hättest du auch in 2 Sätzen sagen können, aber ich finde, so ein bisschen muss ein Video auch Substanz haben und wie gesagt, YouTube erlaubt einem gar nicht so kurze Mails, dann werden die demonetarisiert und das ist schlecht für den Kanal und dann sagt der Algorithmus auch, der macht nur schlechte Videos. Insofern so eine gewisse Videolänge wird immer bleiben. Und die werde ich auch absichtlich nicht reduzieren. Also wer das nicht haben will, der kann das ja in schnellerer Geschwindigkeit gucken. Oder wie gesagt, ich bin halt nicht TikTok, sondern ich bin hier bei YouTube.
Und YouTube möchte das so, dass das ein bisschen länger ist. Alles klar, soweit so gut zu diesen Push-Nachrichten. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie in die Kommentare, lasst ein Like da und subscribe und hit den Like-Button. Ich hoffe, das geht jetzt endlich. Diese Funktion ist neu bei YouTube. Wenn ich sage Hit the Like-Button, dann sollte der in einem Browserfenster, wenn ihr das habt, sollte der aufpoppen und so ein paar Sterne kommen. Aber bei mir funktioniert es nicht immer. Ich weiß nicht, aber ich probiere es immer wieder. Noch ein kleines Update für diejenigen, die noch auf der Laborversion sind. Also heute am 21.08.2025 ist eine neue Laborversion für die 7690 und die 7590 AX rausgekommen, die jetzt hier in der Laborversion verfügbar sind. Das ist also wieder eine Verbesserung. Für meine ist schon die finale Version released worden. Also ich habe ja die 7590 ohne das AX. Und da ist wieder was Neues. Ich habe schon reingeguckt, sind nur minimale Verbesserungen, aber für diejenigen, die da immer auf dem neuesten Stand sein wollen, hier die Info, gibt seit heute eine neue Version. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, viel Spaß und tschüss.